Bahnfahren war noch nie so günstig wie jetzt. Aber heißt günstig auch gut? Ich fahre heute an ein beliebtes Ausflugsziel in Hessen, den Edersee. Mit dem 9-Euro-Ticket in den Urlaub. In Hessen sind Sommerferien und viele Urlauber stellen sich die Frage, wie gut das klappt, wann kommen wir an und ob das überhaupt eine gute Idee ist bei den ohnehin schon vollen Zügen. Ich stürze mich heute ins Bahnchaos, um genau das herauszufinden und mit Urlaubern ins Gespräch zu kommen. Ob Kurz- oder Langtrips, wie fährt es sich mit dem 9-Euro-Ticket durch Hessen und die Republik? Für meinen Ausflug an den Edersee muss ich vom Frankfurter Hauptbahnhof aus 3-mal umsteigen. In Frankfurt Süd wird es zum ersten Mal knapp. Alle stehen unten, was ist los? Also die Bahn oben fährt in 2 unterschiedliche Richtungen. Und die vorne einsteigen, bleiben einfach vorne stehen. Und dann kommt der Rest halt nicht mehr durch, die zum Beispiel nach hinten wollen oder so. Und deswegen staut sich jedes Mal. Ist es seit dem 9-Euro-Ticket irgendwie voller geworden? Ja, und das Schlimme ist halt, dass die S6 zum Beispiel jetzt auch baut. Und die kommen mit dem Ausgleich nicht hinterher. Das heißt, alles ist voller geworden und nichts fährt normal. Und das ist eine Vollkatastrophe. Mehr Bahnreisende durch das günstige Ticket und eine Baustelle Richtung Friedberg. Chaos, schon vor dem Gleis. Eigentlich habe ich nur noch 1 Minute, aber ich komme jetzt an den Menschen gar nicht vorbei. Ich reihe mich jetzt einfach mal nach hinten und dann schaue ich mal, ob ich den Zug noch schaffe. Das Gedränge geht weiter. Aber ich bin in der Bahn. Endlich geschafft. Das ist total voll. Einen Sitzplatz glaube ich nicht, dass ich den noch bekomme, aber vielleicht habe ich ja noch Glück. Und man sieht auch schon einige Koffer. Bin mal gespannt, wohin die Reise geht bei den Menschen und werde mich jetzt mal ein bisschen umhören. Diese ukrainische Familie reist von Frankfurt nach Kassel. Ohne das 9-Euro-Ticket hätten sie sich den Kurzurlaub nicht leisten können. In Gießen steigen Sam und Bianca zusammen mit vielen anderen ein. Sie wollen einen Tagesausflug zum Campingplatz in Ungedanken im Schwalm-Eder-Kreis machen. Per Handyvideo halten sie mich auf dem Laufenden, ob alles klappt. In Marburg muss ich noch einmal umsteigen und kann endlich sitzen. Die Bahn zum Edersee ist nahezu leer. Erstaunlicherweise sind alle Regionalbahnen pünktlich gekommen. Ich schaffe es jetzt tatsächlich auch pünktlich an den Edersee. Hätte ich bei dem ganzen Gedrängel an Bahnsteig in den Zügen selber nicht geglaubt, aber es hat funktioniert. Und wie sieht es bei Sam und Bianca aus? Wir sollten eigentlich um 12.38 Uhr da sein, sind jetzt um 3.40 Uhr da. Das geht noch, aber wir hatten Glück. Eigentlich hätten wir 2 Stunden Aufenthalt in Wabern gehabt, wo wir umsteigen mussten eben gerade. Aber ich habe den Zugfahrer gefragt, ob er den anderen Zugfahrer fragen kann von dem Anschlusszug, ob der warten kann. Weil wegen 2 Minuten Verspätung des Zuges von Gießen nach Wabern hätten wir sonst 2 Stunden in Wabern warten müssen. Ob ich auf meiner Rückfahrt auch so viel Glück habe wie die beiden? Pünktlich geht's für mich wieder zurück Richtung Frankfurt. Noch ist alles entspannt. In Gießen ist wieder Gedränge angesagt. Man hört immer wieder Durchsagen, dass die Züge sehr, sehr voll sind und dass man möglichst viel Platz für andere Mitreisende lassen soll. Und ein Fahrgast erzählte mir, dass die Schaffner erzählen, dass sich Fahrgäste teilweise prügeln oder sich streiten, um in den Zug reinzukommen. Habe ich selbst nicht erlebt, ist aber in den letzten Tagen sehr häufig wohl vorgekommen. Auch Sam und Bianca sind wieder auf der Rückfahrt. Leider viel früher als gedacht. Ihr Zug fällt aus. Deswegen müssen wir jetzt den Zug jetzt früher nehmen und waren vielleicht, wenn es hochkommt, 2 Stunden auf dem Campingplatz und müssen jetzt wieder heimfahren. Ein recht kurzes Vergnügen. Dafür aber kaum verspätet zurück. 7 Minuten später, als es eigentlich sein sollte. Hier ist auch sehr voll. Es ist sehr voll. Apropos voll. Kaum zu toppen ist es bei mir am Gleis in Frankfurt Süd. Mein letzter Umstiegsbahnhof für heute. 20 Minuten verliere ich hier. Es ist stellenweise sehr chaotisch, nicht nur in den Zügen, sondern auch an den Gleisen ist sehr, sehr viel los. Man braucht viel Geduld stellenweise. Man kommt an, die Frage ist halt immer nur, wann man ankommt, aber die meisten Reisenden, die das 9-Euro-Ticket nutzen, wissen das und sind einfach zufrieden, dass sie günstig durch die Republik reisen können. Mein Fazit: Wer mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs ist, sollte vor allem eins: genug Zeit und viel Geduld einplanen.
Und wichtig ist auch, sich als Reisender mit seinen Rechten auszukennen, die man als Bahnfahrerin oder Bahnfahrer hat. Da kann uns Kairo Dekra Nachhilfe geben. Er ist nämlich Anwalt für Reiserecht und dazu noch Bahnvielfahrer. Hallo. Hallo. Erst noch mal zum Verständnis dieses 9-Euro-Tickets, weil ich glaube, das weiß immer noch nicht jeder. Was darf ich damit fahren und was darf ich nicht fahren? Also mit dem 9-Euro-Ticket darf man im gesamten Nahverkehr fahren, quasi von Frankfurt bis nach Hamburg, alles kein Problem, nur immer mit Nahverkehrszügen in der 2. Klasse. Und man darf eben nicht Fernzüge benutzen, den IC oder ICE. Da geht's nicht. Und das Ganze gibt es noch bis Ende August. Da kann man sich also auch nächsten Monat noch mal so ein 9-Euro-Ticket buchen, wenn man das mal ausprobieren will. Wenn man sich aber ein teures Ticket kauft, beispielsweise für den ICE oder IC, weil man einfach zügig von A nach B kommen will, weite Strecken fährt und dann hat der Verspätung. Welche Entschädigung kann ich dann da verlangen? Ja, Verspätung ist ja nun leider jeden Tag festzustellen. Und ab 60 Minuten Verspätung bekommt man 25% des Fahrpreises erstattet und ab 120 Minuten bekommt man schon 50% des Fahrpreises. Übrigens auch, wenn man das 9-Euro-Ticket hat, auch bei Zeitkarten gibt es eine Erstattung, sehr minimal und man muss auf einen Mindestbetrag von 4 Euro kommen, also Verspätungen sammeln quasi, um hier mal was zu kriegen. Aber auch da kriegt man ja, die Rechte der Bahnkunden zugesprochen. Aber die Bahn überweist einem das nicht einfach so hinterher. Man muss noch was tun. Zum Beispiel dieses Fahrgastrechteformular ausfüllen. Kann man sich im Zug direkt geben lassen, mindestens mal in einem Fernzug. Gibt es das in der Regel vom Schaffner oder von der Schaffnerin? Sieht so aus. Muss man ausfüllen, was man für eine Verspätung hatte. Alternativ kann man das wo noch machen? Alternativ geht es auch im Internet, also online oder auch per App. Aber dann muss man registrierter Bahnkunde sein. Und ansonsten schickt man es eben per Post und man kriegt dann entweder einen Gutschein oder eine Zahlung. Das kann man sich aussuchen. Und es gibt da so eine Regelung, die, glaube ich, nicht jeder kennt. Wenn man doch nur mit diesem 9-Euro-Ticket unterwegs ist, kann man unter Umständen tatsächlich auch ein ICE oder IC nehmen. Wann denn? Ja, auch dieses Recht sehen die Fahrgastrechte vor. Wenn mein Zug, der Nahverkehrszug, eine Ankunftsverspätung von absehbar 20 Minuten oder mehr hat, dann darf man umsteigen auf einen Fernzug und kann dann mit dem ICE oder ICE die Strecke fahren bis zum Endziel, muss sich aber vorher eine Fahrkarte kaufen für diesen Zug und kann die dann hinterher zur Erstattung einreichen. Also nicht einfach schnell über den Bahnsteig springen in den ICE, der da steht, dann hat man Probleme. Also ist aber auch ein Risiko. Man zahlt dann von mir aus 200 Euro für so ein richtig teures ICE-Ticket und kriegt es erst hinterher zurück, wenn man alles richtig gemacht hat. Genau, man muss halt nachweisen, dass der eigentliche Nahverkehrszug, mit dem man starten wollte, diese Verspätung hatte. Man muss eben auch nachweisen, man wollte diesen Zug nehmen. Also Foto von der Verspätungsanzeige machen oder aus der App ein Screenshot, damit man das genau nachweisen kann. Manchmal fällt ja auch im Zug die Klimaanlage oder mehrere Toiletten aus. Ist das ein Grund für Entschädigung? Ja, Entschädigung, sowas geht tatsächlich vor Gericht, wenn Toiletten auf dem Fernzug nicht funktionieren. Aber da sagen die Gerichte oft, da muss man halt rausgehen beim nächsten Bahnhof. Dann besteht keine Zugbindung mehr und kann dann mit dem nächsten weiterfahren. Mit Schmerzensgeld hat man es da schwer. Aber mit der Klimaanlage, das haben wir nun ständig leider bei der Bahn, dass irgendwelche Züge da keine Klimaanlage mehr haben. Und wenn es unerträglich ist, unzumutbar, dann ist meiner Meinung nach auch eine Zugbindung nicht mehr da. Wenn ich ein Sparticket habe zum Beispiel, dann darf ich einen Parallelzug nehmen oder eine andere Verbindung mir raussuchen, wenn es nicht mehr zumutbar ist, in diesem Zug ohne funktionierende Klimaanlage zu fahren. Aber da muss die im ganzen Zug ausgefallen sein. Ja, nicht nur in einem Waggon. Da kann man den Waggon dann ja wechseln, auch wenn es voll wird. Wie viel Gepäck darf ich eigentlich in den Zug mitnehmen? Das ist eine gute Frage. Seinen Hausstand darf man nicht mitnehmen. Man darf wirklich nur einen Koffer und eine Handtasche, also Handtasche, ein Handgepäck mitnehmen. So steht es bei den Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn. Wenn jemand 2 Koffer dabei hat, sagt niemand was. Aber den ganzen Hausstand, 5 Koffer und noch einen Staubsauger unterm Arm, das geht nicht. Das muss man dann aufgeben als Fracht. Also die Bahn ist kein Umzugsunternehmen. Nein. Dankeschön, Kairo Dekra, für Ihren Rat rund ums Bahnfahren. Über das Thema, wenn ich krank werde im Urlaub, reden wir gleich noch. Erstmal noch mal zum Bahnfahren zusammengefasst. Wer mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs ist und eine Verspätung von mindestens 20 Minuten absehen kann einen ICE nehmen. Das weiß, glaube ich, nicht jeder. Und generell, wer über 1 Stunde Verspätung hat, hat Anspruch auf Entschädigung. Für all das muss man aber das berühmte und eben in die Kamera gehaltene Fahrgastrechteformular ausfüllen.